Kennst du das Gefühl, dass dich etwas bedrückt, aber du gar nicht so genau sagen kannst, warum? Dass da eine Schwere ist, die sich nicht erklären lässt? Vielleicht, weil sie gar nicht von dir kommt. Manche unserer Gefühle, unsere Ängste, unser innerer Druck sind wie Echos aus anderen Leben, aus früheren Beziehungen, von unseren Eltern, unserer Kindheit, einem Umfeld, das nie sicher war. In diesem Video helfe ich dir, das zu erkennen. Aber nicht nur das. Du lernst auch, wie du beginnen kannst, es loszulassen. Behutsam, ohne Schuld und in deinem Tempo. Wenn du endlich spüren willst, was wirklich deins ist und was dich nur müde macht, dann bleib jetzt hier. Dieses Video wird dir helfen, dich selbst klarer zu erkennen. Stell dir vor, du trägst einen Rucksack. Jeden Tag kommt etwas dazu. Mal ist es ein kleiner Stein und mal ein schwerer Brocken. Aber nicht alles davon gehört dir. Manches hast du für andere aufgenommen. Manches wurde dir wortlos übergeben, lange bevor du sagen konntest, nein, das ist nicht meins. Viele von uns sind stark, empathisch, für andere da. Aber nachts liegen wir dann wach und unser Herz rast. Wir fragen uns dann, warum bin ich so erschöpft? Ich mache doch alles richtig. Und die Wahrheit ist, wir tragen nicht nur uns, wir tragen andere mit. So eine Überforderung kommt nicht aus Schwäche, sondern weil du zu viel trägst, was nicht zu dir gehört. Viele von uns haben schon in ihrer Kindheit gelernt, sei brav, enttäusch mich nicht, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, sei nicht wütend, sei lieb und zeig bloß nicht, wenn es dir schlecht geht. Wir haben Ängste und Erwartungen geschluckt, die nicht zu uns gehörten. Wir haben gelernt zu funktionieren, statt zu fühlen. Das Problem ist, diese Muster verschwinden nicht einfach. Sie leben weiter in unserem Inneren, als Stimmen, als Druck, als ständiges, du musst noch mehr geben. Also, was fühlst du gerade? Anspannung? Schuld? Angst? Trauer? Jetzt stell dir eine machtvolle Frage. Wem gehört dieses Gefühl wirklich? Oft tragen wir Ängste in uns, die wir selbst nie erlebt haben. Vielleicht meidest du Konflikte, weil du fürchtest, verlassen zu werden. Vielleicht hast du auch als Kind erlebt, dass Streit in Trennung endet. Vielleicht war das die Dynamik deiner Eltern. Vielleicht war da nie Sicherheit. Aber heute als Erwachsener reagierst du immer noch mit dieser alten Angst. Diese Erkenntnis kann tief gehen. Vielleicht ist dein Gefühl der Schuld nicht deins. Vielleicht stammt es aus einer Zeit, in der du als Kind geglaubt hast, für das Glück anderer verantwortlich zu sein. Vielleicht hast du diese Rolle nie hinterfragt. Stell dir deine Gefühle vor wie Stimmen in einem Raum. Manche sind laut und manche flüstern. Aber nicht jede Stimme ist auch deine. Aber du darfst beginnen, sie zu unterscheiden. Viele Menschen haben Angst, sich abzugrenzen. Warum? Weil sie glauben, dadurch egoistisch oder lieblos zu wirken. Dabei ist das Gegenteil wahr. Abgrenzung bedeutet nicht Trennung. Es bedeutet Liebe, dir selbst gegenüber. Abgrenzung mit Liebe ist kraftvoller als Abgrenzung mit Wut. Denn sie kommt nicht aus der Notwehr, sondern aus der Klarheit. Und Klarheit ist heilsam. Dieser einfache Satz, nein, ich möchte das nicht mehr, erschüttert vielleicht alles in dir. Du fühlst dich wie ein schlechter Mensch, weil du gelernt hast, Liebe bedeutet, immer zu geben. Aber wahre Liebe respektiert Grenzen. Sie verlangt keine Selbstaufgabe. Wenn du dich abgrenzt, sagst du nicht, ich lehne dich ab. Du sagst, ich achte auf mich. Und das darfst du. Du darfst sagen, ich sehe deinen Schmerz,
aber ich trage ihn nicht für dich. Ich habe 3 Übungen für dich, wie du das leichter loslassen kannst. Die erste Übung. Setz dich bequem hin und schließ deine Augen. Denk an eine Situation, die dich belastet. Stell dir vor, du trägst sie in deinen Händen. Spür das Gewicht, die Schwere. Und jetzt? Gib zurück, was nicht zu dir gehört. Leg es ab, liebevoll und ohne Vorwurf. Stell dir vor, das Gefühl hat eine Farbe. Vielleicht grau oder dunkelblau oder auch schwarz, wenn es sehr schwer ist. Mit jedem Ausatmen verlässt dich ein Stück davon. Mach diese Übung so oft, wie sie dir gut tut. Und du spürst, wie du Stück für Stück leichter wirst. Übung 2 sind Reflexionsfragen für dich. Wenn du möchtest, dann schreib dir die Antworten dazu auf. Die erste Frage: Wann in meinem Leben habe ich begonnen, diese Verantwortung zu tragen? Gab es einen Auslöser? Eine Person? Die zweite Frage: Was hat mich damals glauben lassen, dass ich verantwortlich bin für das Glück anderer? Die dritte Frage: Wer profitiert heute davon, wenn ich meine Energie weiter so einsetze? Und will ich das wirklich? Die vierte Frage: Wie würde sich mein Leben verändern, wenn ich diese Verantwortung zurückgeben würde? Schreib alles auf, was kommt, ohne Zensur. Es geht nicht darum, eine perfekte Antwort zu finden, sondern ehrlich hinzuschauen. Übung Nummer 3: Der Abschiedsbrief. Nimm dir ein Blatt Papier und schreibe einen Brief an die Rolle, die du so lange getragen hast. Vielleicht warst du die Starke, die immer funktioniert, der Helfer, der sich selbst vergisst, die Tochter, die nie Nein sagt, oder der Sohn, der Verantwortung übernommen hat, weil sonst niemand da war. Sprich diese Rolle direkt an, zum Beispiel so: Liebe Rolle des Helfers, ich danke dir, dass du mich so lange begleitet hast. Du hast mich durch Zeiten getragen, in denen ich nicht wusste, wie ich weitermachen soll. Du hast mich geschützt, gestützt und mich stark gemacht. Aber heute darfst du gehen. Ich brauche dich nicht mehr in dieser Form. Ich bin bereit, neu zu wählen. Mit mehr Leichtigkeit, mehr für mich. Lass den Stift fließen. Sei ehrlich und sei sanft. Schreib alles, was kommen will. Und wenn du willst, gib dem Ganzen ein kleines Ritual. Verbrenne den Brief, vergrabe ihn oder zerreiß ihn in kleine Stücke. Was zählt, ist dein innerer Schritt. Du darfst loslassen, was dich einst geschützt hat, aber dich heute begrenzt. Nicht alles, was du fühlst, ist wirklich deins, und du darfst das unterscheiden. Du darfst dich fragen, ist das wirklich mein Gefühl? Und wenn die Antwort Nein ist, darfst du es liebevoll zurückgeben. Emotionale Klarheit beginnt, wenn du hinschaust, ohne Schuld, ohne Drama und nur mit Liebe. Wenn dich etwas berührt hat, dann schreib in die Kommentare, was hast du für dich erkannt? Wenn du mehr willst, abonniere diesen Kanal und schick dieses Video an jemanden, der immer zu viel trägt. Denn du weißt nie, wem du damit das Herz leichter machst.